So schafft ihr auch solo easy das Totenreich Easter Egg. Erstellt euch einen Bauplan für eine Pistole zum Selbstwiederbeleben. Ihr findet den Waffenbordcode mit meinem Coder und Jäger 45 Loadout in der Beschreibung. Rüstet dann noch eine der Pistolen aus. Die Coder könnt ihr euch auch direkt beim Spawn kaufen. Erstellt euch einen Bauplan für die Sniper Shadow SK mit den gezeigten Aufsätzen. Ihr findet den Waffenbordcode mit meinem Loadout auch in der Beschreibung. Rüstet euch am Anfang als Feldaufrüstung den Ätherschleier aus. Erstellt euch 2 Kaugummipakete. Nehmt für den Anfang Kaugummis, die euch Geld bringen oder sparen. Nehmt für den Bosskampf Auffüllen, Kraftfass und Gratisfeuer mit. Alternativ Regentropfen statt Kraftfass und im Koop Nahtoderfahrung statt Gratisfeuer. Rüstet für Stehvermögen die Augmentierungen Pirscher, hartes Ziel und Fußarbeit aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernog probiotisch gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Metzel Macchiato Espresso, Schlag und Weg und Krafttraining. Für Tempo Cola klassische Formel, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia Elixier Geruch des Todes, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung sechster Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss, Doppeldealer, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementarlimo, unbeugsamer Pfirsich, Verwundbohne und Ananasstrahl. Und für Illichte Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Nehmt für den Napalm-Salve Munitionsmod Großwild und Kontaktbrand mit. Feuerst die Schwäche von Eiszombies und den Köpfen, die beim Bossfight öfter spawnen. Rüstet für den Ätherschleier die Augmentierungen Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung aus. Und für die letzte Phase vom Bosskampf für Heilaura, Belastbarkeit, innere Stärke und Schutz. Folgt den angezeigten Schritten, schaltet den Strom an und aktiviert danach Pack-a-Punch. Springt im Kopf von Tür durch die Röhre mit der Leiche, um bei der Schlüsselkarte zu landen. Ihr bekommt durch das Aktivieren von Pack-a-Punch auch eine Glocke-Abwurf-Controller-Punkte-Serie. Aktiviert bei den Trockendocks den Schalter im Raumüberpanzerungswandkauf. Springt von der Wand ab, die runterfährt und holt euch an der Spitze vom Boot die Kettenglieder. Holt euch bei der Sturmbrücke rechts von Todesdaikiri die Dose Chili Chunks. Platziert die Dose beim Skullmarkt rechts von Eselstritt auf dem Tisch mit den Kratzspuren. Spielt bis Runde 10. Verbessert eure Pistole und holt euch den Napalm-Salve Munitionsmod. Geht in Runde 10 in die Blottheim-Halle, dort habt ihr Platz und werdet vom Schneesturm nicht verlangsamt. Es kommt eine Munitionsrunde und zusätzlich spawnt ein Bär. Killt den Bär und nehmt die Laterne. Lauft zu den Grabfeldern und platziert die Kette links neben der Tür. Interagiert dann damit, bis sich die Tür öffnet. Geht in den Raum und platziert die Laterne auf dem Podest. Es erscheinen jetzt 4 Sternenbilder um das Podest herum und an den Wänden. Ihr müsst jetzt die Sternenbilder an den Wänden in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Erst das Sternenbild links vom Podest, dann das rechts, dann das hinten und zum Schluss das vordere. Habt ihr die Sternenbilder in der richtigen Reihenfolge aktiviert, erscheint ein Geist. War die Reihenfolge falsch, erscheinen keine Sternenbilder mehr an den Wänden. Aktiviert dann die Laterne und wiederholt den Schritt. Folgt dem Geist bis zum Marktplatz und killt Zombies mit lila Augen in seiner Nähe, bis die Leiste voll ist. Folgt ihm weiter zum Eizgallendorfplatz und wiederholt das Ganze, bis die Leiste wieder voll ist. Springt über die Plattformen bis zum Leuchtturm und geht die Treppen hoch. Springt weiter bis ganz nach oben und interagiert mit dem Geist. Nehmt nach der Animation die Jötun-Stern-Wunderwaffe. Lauft im Leuchtturm ein Stück die Treppen hoch und holt euch die Brechstange. Sucht dann damit an 4 möglichen Kisten nach einer Flakmunition.
Macht das am besten am Ende einer Runde, da ihr sobald ihr die erste Kiste öffnet immer wieder verlangsamt werdet, bis ihr die Kugel gefunden habt. Eine Kiste steht bei der Fjordstraße links neben der Falle. Eine bei den Trockendocks hinter dem Boot rechts vom Kaugummiautomat. Eine bei der Kernschmiede in dem Raum mit dem Scharfschützengewehr-Wandkauf. Und eine ist in der Kriegsfabrik in der Nähe vom Doppelschuss-Extra. Legt die Munition vor dem Leuchtturm ins Flakgeschütz ein. Schlagt mit der Wunderwaffe auf die Kugel, um sie abzufeuern. Rutscht zum Spawn und haltet beim Roboter die Aktionstaste gedrückt, bis der Transmitter droppt und nehmt ihn auf. Geht in Türs Kopf und setzt den Transmitter oben bei der Leiter ein. Es blinken jetzt die Lampen links und rechts neben der Maschine auf. Das Blinken gibt euch 2 Codes mit je 2 Zahlen vor. Zählt, wie oft die Lampen aufleuchten. Notiert euch den ersten Code. Nach einer kurzen Pause wird euch dann der zweite Code vorgegeben. Notiert euch auch den zweiten Code. Im Video blinkt die linke Lampe 7-mal und die rechte 4-mal, also ist der erste Code 74. Danach blinkt die linke 4-mal und die rechte 1-mal, also ist der zweite Code 41. Holt euch Täuschgranaten. Benutzt am Anfang einer Runde die Glocke-Abwurf-Controller-Punkteserie an einem Spot, wo ihr viel Platz habt. Es fliegt eine Glocke vom Himmel und die Zombies in der Nähe werden in die Luft geschleudert und schweben dort einige Zeit. Killt die schwebenden Zombies und werft zwischendurch Täuschgranaten zur Glocke oder lauft an ihr vorbei, damit neue Zombies hochgeschleudert werden. Wiederholt das, bis alle 3 Lichter an der Glocke grün leuchten und sammelt das erste Uran ein. Holt euch beim Eizgallen-Dorfplatz die gratis Ether-Fernlenkladung für das zweite Uran. Schießt bei der Kernschmiede den Schacht auf. Aktiviert die Fernlenkladung und fahrt vor bis zur Rampe. Aktiviert ihr dann den Temposchub, landet ihr auf dem Boot. Fahrt in den Raum und sprengt hinten rechts bei den Fässern die Fernlenkladung. Rutscht zur Fischereiinsel und geht ins Labor. Ihr findet rechts neben der Zelle in dem Flur an den Wänden die Zahlen 1 bis 5. Die 1 steht für A, die 2 für B, die 3 für C, 4 für D und 5 für E. Unter 2 der Zahlen findet ihr ein Radioaktivsymbol. Das sind die beiden Gefäße, die ihr braucht. Nehmt nacheinander die passenden Gefäße und platziert sie in der Maschine vor der Zelle. Habt ihr die richtigen beiden Gefäße platziert, füllt sich der Behälter an der Maschine mit einer lila Flüssigkeit. Nehmt den Behälter und schüttet ihn hinter euch über die Krabbenschere. Nehmt nach der Animation den Nekrostachel auf. War der Code falsch, hat die Flüssigkeit eine andere Farbe. Dann könnt ihr das Gefäß aufnehmen und über die Krabbenschere schütten. Platziert dann die Gefäße wieder dort, wo ihr sie euch geholt habt und platziert die richtigen auf der Maschine. Öffnet mit dem Nekrostachel die Zelle im Labor. Während ihr das Schloss knackt, ignorieren euch Zombies. Bewegt den Stachel, bis der Stift weiter nach oben gedrückt wird als in den anderen Positionen. Haltet die Position kurz, bis er einrastet. Wiederholt das mit den anderen beiden Stiften. Holt euch dann in der Zelle das zweite Uran. Holt euch jetzt eine Angel. Hier sind einige Spots, wo ihr eine findet. Eine ist auf der Fischereiinsel in einem Fass. Eine bei den Trockendocks rechts von Tempo-Cola. Eine auf der Sturmbrücke, eine in der Blottheim-Halle und eine auf der Insel mit dem Leuchtturm in der Hütte. Eine Runde nachdem ihr die Wunderwaffe gebaut habt, spawnt auf der Karte ein grün leuchtender Fisch. Hier findet ihr alle 11 Spots zum Angeln. Angelt, wo der grün leuchtende Fisch ist. Holt die Angel ein, sobald sie blau leuchtet. Es spawnt ein Verwüster und verschwindet durch ein Portal. Beendet dann die Runde. Sucht in der nächsten Runde den Verwüster mit grünem Nebel um sich und macht Schaden, bis er verschwindet. Er spawnt jetzt woanders auf der Karte. Wiederholt das dann noch 2-mal.
Findet ihn das dritte Mal, killt ihn und er lässt das dritte und letzte Uran fallen. Schlagt bei der Kernschmiede neben Doppelschuss das Seil mit der Wunderwaffe, um es aufzutauen. Gebt oben den ersten Code, den ihr in Tyrs Kopf durch die blinkenden Lampen bekommen habt, ein. In dem Spiel war der erste Code 7-4 und der zweite 4-1. Die erste Zahl steht für den linken Regler und die zweite für den rechten. Habt ihr den Code richtig eingegeben, feuert Tyr Raketen. Es spawnen dann einige Zombies und ihr müsst kurz warten, bis ihr den zweiten Code eingeben könnt. Habt ihr den zweiten Code eingegeben und die zweite Salve Raketen wurde abgefeuert, rutscht runter und geht in den Raum neben dem Turm. Nehmt euch dort die Wundersperrfeuer-Controller-Punkte-Serie. Geht damit zum Trockendock bei Metzel Macchiato. Aktiviert bei den Trümmern auf der Treppe das Wundersperrfeuer. Geht durch die Treppen ins Gebäude. Habt ihr das Wundersperrfeuer verloren, könnt ihr euch ab jetzt am Handwerkstisch auch eins herstellen. Bedient im Gebäude die Maschine. Während ihr die Maschine bedient, ignorieren euch Zombies für ca. 1 Minute. Platziert die Kanister so, dass der Pfeil auf dem grünen Feld stehen bleibt. Je mehr Kanister miteinander verbunden sind, desto höher steigt die Anzeige. Verbindet nie alle Kanister miteinander, das ist immer zu viel. Werden automatisch alle Kanister miteinander verbunden, platziert die letzten beiden Kanister einzeln nebeneinander. Oder komplett voneinander getrennt. Ist ein Kanister getrennt von den anderen, platziert 2 Kanister neben dem einzelnen. Sind 2 Kanister getrennt von den anderen, verbindet alle Kanister außer die beiden getrennt platzierten. Habt ihr die Kanister richtig platziert, könnt ihr euch vor der Maschine den Atomkraftkern aufnehmen. Habt ihr sie falsch platziert, könnt ihr es ab nächster Runde nochmal probieren. Ihr seid mit dem Atomkraftkern langsamer, könnt ihn aber, indem ihr euch duckt, immer wieder ablegen und aufnehmen. Platziert den Atomkraftkern rechts neben Schnellwiederbelebung auf der Palette und aktiviert in der Hütte den Schalter an der Maschine. Es spawnen jetzt Zombies und Wikinger und ihr müsst den Atomkraftkern verteidigen, bis der Ladefortschritt voll ist. Schlägt ihn ein Zombie, sinkt der Fortschritt. Zwischendurch wird der Ladevorgang unterbrochen und ihr müsst den Stromschalter nochmal aktivieren. Ist der Balken voll, könnt ihr den Atomkraftkern wieder aufnehmen. Ihr seid, während ihr ihn tragt, wieder langsamer und verliert alle paar Sekunden ein paar HP. Bringt ihn zur Sturmbrücke und achtet unterwegs auf dem Boden auf die Stellen mit Frost. Da schießen immer wieder Eissäulen aus dem Boden, die ihr aber zerstören könnt. Platziert ihn vor Todesdekiri auf dem Fass. Nach einer kurzen Animation könnt ihr euch bei Tyrs Fuß den Dravakar-Splitter aufnehmen. Holt euch die gratis Jünger-Injektion in der Kirche. Verbessert eure Wunderwaffe auf mindestens Stufe 2 und platziert den Splitter in der Blottheim-Halle an der Feuerstelle. Werft die geladene Wunderwaffe auf die Feuerstelle, um sie zu entzünden. Aktiviert mit einigen Zombies übrig die Jünger-Injektion. Werft Zombies auf den Splitter, dann fängt er an sich zu drehen. Habt ihr ca. 4 Zombies auf den Splitter geworfen, leuchtet der Bildschirm weiß auf. Ihr werdet jetzt in dem Raum eingesperrt, es spawnt maximale Munition und ein verstärkter Wikinger. Killt den Wikinger und nehmt den Sonnenstein. Platziert ihn in der Kirche auf dem Podest und schlagt ihn mit der Wunderwaffe. Es erscheinen jetzt am Himmel über der Kirche Runensymbole und 3 Pfeile. Merkt euch die 3 Symbole, wo die Pfeile hinzeigen. Der Pfeil mit einer Spitze ist das erste Symbol, der mit 2 Spitzen das zweite und der mit 3 Spitzen das dritte. Sucht die Symbole in dieser Reihenfolge auf der Karte und werft mit der geladenen Wunderwaffe die Scheiterhaufen ab, um sie zu entzünden. Habt ihr alle 3 in der richtigen Reihenfolge entzündet, zeigen jetzt alle Pfeile in dieselbe Richtung. Habt ihr einen falschen entzündet, spawnen die Runensymbole an anderen Spots und es wird euch eine neue Reihenfolge vorgegeben. Bereitet euch jetzt auf den Bosskampf vor. Holt euch das Scharfschützengewehr Shadow SK vor der Kirche und verbessert es so hoch es geht. Rüstet eure Waffen mit dem Napalm-Salve-Munitionsmod aus. Holt euch einen Gefechtsbogen, Molotovs, Kasimir-Granaten, ein Selbstwiederbelebungskit und eure Kaugummis. Startet den Bosskampf in Tyrs Kopf. Der Boss hat 4 Phasen. Killt in der ersten Phase Zombies und wartet, bis beim Boss eine rote Schwachstelle erscheint. Stellt euch dann in eine Gaswolke, die manchmal durch Kills wegen der Geier-Elixier-Augmentierung Geruch des Todes erscheint, oder werft eine Kasimir-Granate. Haltet dann mit der Sniper auf die Schwachstelle. Tyr wirft, nachdem ihr 2 Schwachstellen beim Boss zerstört habt, eine Glocke ab und ihr bekommt zufällige Abschussserien. Nutzt die für die nächsten beiden Schwachstellen. Nehmt dann euren Gefechtsbogen wieder auf.
In der ersten Immunphase bekommt ihr auf die Fresse und ihr seid auf euch allein gestellt. Es spawnen jetzt, je nachdem wie viele Spieler ihr seid, schwebende Köpfe. Die spawnen in der Nähe der 3 Fallen. Seid ihr in Sichtweite von einem Kopf, fangen seine Augen an rot zu leuchten und er beschwört Eissäulen in gerader Linie in eure Richtung. Ihr erkennt an den Stellen mit Frost am Boden, wo die Eissäulen erscheinen. Lauft hier immer seitlich und bleibt vom Abgrund weg. Falls ihr runterfallt, sterbt ihr nicht, aber bekommt gut Schaden. Der Kopf macht nach einem Angriff immer eine 360-Grad-Drehung und greift dann wieder den Spieler, der am nächsten dran ist, an. Werft eine Kasimir-Granate und geht in Sichtweite vom Kopf. Schießt einen Schuss mit dem Gefechtsbogen in sein Maul, während seine Augen rot leuchten. Er fällt dann auf den Boden und ihr könnt ihm Schaden machen. Killt ihn dann schnell mit der Sniper. Ihr könnt ihm auch Molotows oder eure Wunderwaffe ins Maul schleudern, auch dann geht er zu Boden. Die Köpfe droppen meistens Panzerplatten und Munition. Habt ihr den Kopf gekillt, tötet die restlichen Zombies, dann spawnen erstmal keine mehr nach. Die Immunphase vom Boss endet dann und es beginnt Phase 2. Es erscheinen jetzt wieder Schwachstellen beim Boss. Der Boss macht öfter einen Angriff, bei dem er eine große Fläche bombardiert und dort einen Schneesturm erzeugt. Lauft also immer schnell aus dem roten Bereich und auf eine Seite, auf der kein Schneesturm ist. Habt ihr die Wunderwaffe in der Hand und sie ist mit einigen Kills geladen, verlangsamt euch der Schneesturm nicht und macht euch keinen Schaden. Seid ihr ohne Wunderwaffe im Schneesturm, könnt ihr auch zuschlagen, um euch vom Eis zu befreien. Oder ihr könnt euch in eine der Feuerfallen stellen und sie aktivieren. Der Boss schleudert jetzt immer wieder Felsen auf euch. Versteckt euch am besten hinter dem großen Felsen rechts vom Boss, den hohen Säulen mittig oder hinter dem großen Felsen links vom Boss. Bleibt nah hinter der Deckung, da er auch Steine von oben wirft, die euch treffen, wenn ihr zu weit weg seid. Schießt von dort aus auf die Schwachstellen vom Boss, bis er wieder immun wird. Jetzt erscheinen 2 Schädel oder wenn ihr mehr als 2 Spieler seid, 3. Nutzt spätestens jetzt euren Auffüllen-Kaugummi, damit sich eure Kasimir-Granaten mit der Zeit wieder aufladen. Der Schädel beschwört die Eissäulen jetzt nicht nur in gerader Linie, sondern im ganzen Gebiet um sich herum. Geht also schnell auf Abstand, falls ihr ihn nicht schnell genug down bekommt und er wieder in die Luft schwebt. Zerstört die Schädel wieder, dann endet die Immunphase und es beginnt Phase 3. Der Boss macht dieselben Angriffe wie in Phase 2. Versteckt euch wieder hinter einem der Felsen und schießt auf seine Schwachstellen. Geht wieder den roten Feldern, die am Boden erscheinen, und dem Schneesturm aus dem Weg. Hat der Boss nur noch 25% seiner HP, beginnt die 4. Phase. Seine Augen fangen jetzt an rot zu leuchten und ihr werdet in der Mitte der Arena eingesperrt. Wechselt sobald seine Augen rot leuchten auf die Heilaura. Nutzt dann euren Kraftfass und Gratisfeuer-Kaugummi. Haltet jetzt dauernd auf seinen Kopf. Behaltet die Steine im Blick und weicht ihnen aus. Fliegen sie knapp über dem Boden auf euch zu, legt euch hin. Fliegen sie wie Meteoriten vom Himmel, weicht in alle Richtungen aus. Wirft er sie in Salven und ihr hört dieses Geräusch, weicht nach vorne aus. Der Angriff ist der gefährlichste. Nutzt hier auch am besten eure Heilaura und bleibt im Wirkungsbereich, um mehr Schaden zu machen und weniger Schaden zu bekommen. Fliegen die Felsen in einem Runenmuster auf euch zu, weicht seitlich aus. Kurz vor dem Ende kommt euch Tür zur Hilfe, finisht den Boss und ihr habt das Easter Egg geschafft. Braucht ihr Hilfe oder habt Fragen, kommt gerne in den Community-Channel oder schreibt mir in die Kommentare. Viel Spaß beim Easter Egg, bleibt flauschig und bis zum nächsten Mal.